So, und jetzt gehen wir zu diesem Typen. Ist es ein Mexikaner? Ist es ein Chilene? Ich weiß es nicht genau. Wir quatschen einfach mal mit ihm. Wenn ich ihn finden würde, er ist weg. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Alles klar. Betting Wettscheine. slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. So, schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. A Telegraph, das sagst du zum 3498. Mal. Wettscheine erfragen und die mexikanische Zigarre. Also wenn wir diesen Typ finden, sollten wir darüber mal quatschen. Aber irgendwie ist er weg. Er ist wahrscheinlich draußen. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Sollten wir vielleicht nicht erstmal mit jemandem reden? Da hinten wäre auch noch ein Typ. Wer ist das denn? Der Vorsteher hier, was hat der denn so Wichtiges zu sagen? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. So. Wie siehst du denn aus? Eine Nase. Melancholisch, das erkennt man an der Nase, dass er melancholisch ist. Hat Knöpfe. Oh, es fehlt ein Knopf. Ba, ba, bau. Ich finde diese Szenen hier immer total lustig. Ringspuren. Willst du mich verarschen, Sherlock? Ringspuren? Keine Amtsuhr. Das ist kein echter Typ. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Alles klar. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Die Wettscheine, du Otto. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Okay, schauen wir uns mal den Bahnhof hier auch noch an. Wir müssen uns heute wirklich Tausende von Bahnhöfen anschauen. Would you like some tea? No. Das ist ja nicht mehr normal. Wieso müssen wir hier jeden Kack-Bahnhof untersuchen?
Gut, in diesem Raum finden wir nichts mehr. Da in dieses Häuschen kommen wir dann nicht rein. Nö. Und auch rundherum finden wir nichts mehr. Schauen wir uns noch kurz das überflutete Gebiet hier an. Was auch immer Sherlock Holmes daran so interessant findet, ein überflutetes Gebiet sich anzuschauen. Können wir da irgendwie hinreisen oder so? Beflutetes Gebiet. Der Strand, zum Strand müssen wir auch noch. Gott, oh Gott, oh Gott, wo müssen wir denn überall noch hin? Den Küstenbereich des Sees? Suchen Sie am Bahnhof von Doncaster nach verdächtigen Details und Hinweisen. Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben so viel zu tun. Gut, schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Gehen wir auch noch hier rein. Railway Postbags. Mhm. Eine Tasche. Eine Tasche, aber da war doch auch noch was. Nee, das betraf die Tasche. This postbag belongs to the station master. Ich fühle mich so schlecht. Aber wir müssen reingucken. Ammanns Kanzlei. Im Antwort auf ihn jetzt mal. Okay. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Hypothek aufs Haus abbezahlen ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaub mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. Liebe Edward. Gut. Das heißt, wir kombinieren jetzt, dass der Bahnhofsvorsteher der total Verdächtige ist, weil er Geldschulden hat. Der Zug hatte den Bahnhof von Doncaster passiert, der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Der Zug kam nie in Doncaster an, der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Gehen wir mal in diese Richtung. Das ist jetzt nur eben so eine eher Alternative oder eine Möglichkeit. Es muss jetzt nicht mein feststehendes Urteil sein, deswegen schauen wir uns weiterhin die Hinweise an, die wir hier finden. Wo ist denn dieser Mexikaner? Oder Chilene oder was auch immer. Hier waren wir schon, hier haben wir schon alles abgecheckt. Aber wo ist der Typ hin? Der hat sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst. So, den Warteraum haben wir auch noch vor uns. Ach, da... Oh Gott. Okay. Dann quatschen wir nochmal mit dem Herrn. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Okay, dann halt nicht. Okay, den Bahnhof von Doncaster, das haben wir jetzt abgeschlossen. Sonst haben wir hier nichts mehr. Dann gehen wir mal rüber zum Strand. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Schauen wir uns mal beim Strand um. Ich weiß gerade gar nicht, warum wir zum Strand sollen. Was wollen wir bei diesem Strand? Naja. Ladebildschirm. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Das sehe ich aber auch so. Wir sehen hier... These traces were made by a carriage. Look. Wir sehen ja sehr, sehr tiefe Spuren und die sollten wir jetzt wohl The messen. vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Messen wir mal den Abstand hier.
So. distance between the tracks is about 6 feet. Das passt ja 7 perfekt. inches. The vehicle would have been heavy, as Das passt these perfekt. Das traces passt are perfekt. relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Oh ja, Baby, oh ja. Wir haben einen weiteren Beweis. Die Spuren am See sind relativ frisch und sie passen zu genau demselben Fahrzeug, was in Evesham unterwegs war. Was ist denn hier los? An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Was hat denn bitte hier Observing the gelebt? coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Aha. Okay. Wir haben hier noch Unterhosen. Und, ja. Was ist hier? Oh, hier Abfälle am Strand, Metallplakette, eine Metallplakette. Las A Zarpas. label with the name Las Zarpas. Also das sind doch die Chilenen, oder? Nehmen wir jetzt einfach mal an. Ein Plakat mit lassen. Im Archiv. Okay, dann müssen wir wohl gleich zum Archiv. Wir haben den Strand jetzt abgeschlossen. Gehen jetzt nochmal zur Kutsche, zum Archiv und gucken nach, was es mit diesen Las Zarpas oder wie auch immer sie heißen, auf sich hat. Ob das die Mexikaner sind oder die Chilenen. Finden das Konkursgesetz. Enzyklopädien. Technikgeschichte. Römische Geschichte, preußische Geschichte, Medizin. Botanik. Zeitungen? Nee. Forschungsberichte, Chemie. Zeitungen. Nicht 1883, sondern gehen wir mal zum spätesten Jahr, wo wir gerade sind. Dalton-Bande. Ach, ihr überspringt. Ich find's nicht. Ich find's nicht. Die Bargen von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Konsortium Carasal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistungen und Bergbau aktiv ist. Hinweis. Ein weiterer Hinweis. Oh Gott, das ist hier extremes nichts wert. Die Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt. Vermutlich immer etwas sehr Schweres zu transportieren. Toll. Dann gehen wir weiter. Das Nebengleis, das bei der Eisenbahnweiche beginnt. Dann gehen wir zur Eisenbahnweiche. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin fahre ich mit Watson und Sherlock Holmes dahin. Adios und tschö.